Hallo zusammen und willkommen zurück bei The Witcher. Wir müssen die Lady draußen befreien. Los geht's. Ist die schon tot? Ich hoffe nicht. Okay. Los geht's. Ich brenne. Verdammt, ich brenne. Verdammt, hier dein Schwert. Ich muss, glaube ich, auf die Katze wechseln oder auf die Gruppe. Nee, ich behalte mal die Katze. Ich werde kurz die Perspektive ändern. Ich glaube, für den Kampf ist die doch besser. Und Gruppe. Und ich glaube, die sterben gerade. Verdammt. Verflucht. Katze. What was that? Magic, surely. The beast! Geralt, look! The time of the sword and axe approaches. The time of the white frost and white light. The time of madness and disdain. Today, the final age. The world will perish amidst ice and be reborn with the new sun. Reborn of elder blood, of hen Iker, of a planted seed. A seed that will not sprout but burst into flames. Wir brauchen einen alten und einen jungen Priester. The old elven prophecy of Itlina. I hope he's all right. It seems he saved us from the beast. Yes, seems so. Oh, I do hope he's not hurt. I'll need to find someone to take care of him. He shouldn't be alone. We'll stay at the inn in the meantime. Wait a minute. I ran into wild dogs on my way here, but they were nothing like these, and I don't mean just the green fur. Know anything about them? They've been terrorizing the village for some time. Every few days, a villager is killed. The pack is led by a large hound, perhaps a wolf. People call it the beast. Someone might pay to have the beast slain. That's what witchers do, isn't it? But enough about monsters. What brings you here? I'm seeking men who wear the sign of the salamander. Seen anyone like that in the area? Shh, not so loud. There was someone, but the peasants grow silent at the mere mention of him. The Reverend might know more. You may also want to ask him about the beast. I'll do that. Did you want to ask me something? Okay, Peter Pan, welche Antworten hast du? Von Salamandra habe ich schon sehr lange nichts mehr gehört. Wisst ihr etwas über sie? Ich dachte, wir sollen darüber nicht reden, aber okay. It's been a long time since I've heard mention of salamandra. Do you know anything about them? I think they're a group of bandits who terrify the locals. Yesterday, they returned a boy they'd whipped with a lamia. A lamia? A mayhen crop with small barbs and hooks. It rips away skin and flesh with each strike. Most civilized countries have banned them. The boy was delirious. Muttered something about a ransom and the Reverend. Sadly, he grew feverish, and he died that night. Thanks. I may stay longer than I planned. Why the interest in Salamandra? Sie haben jemanden getötet, den ich mochte, und mir etwas gestohlen. They killed someone I was fond of, and stole something of mine. I wouldn't want to be them. Sind wir uns schon mal begegnet, Peter Pan? Do we know each other? It's me, Shawnee. Don't you recognize me? Whatever happened to you? I heard you died during a massacre in Rivia. Unfortunately, I lost my memory. I recall the last few weeks, nothing more. I'm afraid I can't help. Medicine's a fledgling science here in the north. I can say that your memory might come back on its own. It's not that bad. I'm actually getting used to it. I hate to admit it, but sorcerers are somewhat more effective at this than we are. Maybe one of them could help. Was führt euch in dieses Dorf? What brings you to this village? I'm traveling to St. Lebioda's hospital in Vizima to help fight the Catriona plague. When are you leaving? Once I've helped the victims of the dog attacks, I guess. I can't abandon them. It'll delay me, but some are certain to die without my aid. Und was wird aus Alvin? So what'll become of Alvin? I don't know. I'll look after him for now. Maybe a villager will take him in. He seems clever enough. Surely someone will want him. Did you want to ask me something? Wir sprechen uns noch. We'll speak later. Okay. Das heißt, ich werde kurz nochmal auf
die Perspektive wechseln, weil so zum Rumlaufen ist das angenehmer, aber für den Kampf komplett sinnlos. Überreste, Bestienfangzahn und Bargestschädel. Noch mehr Überreste. Nehme ich natürlich alles mit. Soll ich das Tor öffnen? Ich glaube, das ist gerade keine gute Idee. Eine Feuerstelle. Linksklickt auf Lagerfeuer entzünden, um in den Meditationsmodus zu wechseln. Tipp: Meditiert am brennenden Lagerfeuer. Das Feuer wird sich selbsttätig entzünden, wenn ihr über einen Feuerstein verfügt. Wenn ihr keinen Feuerstein habt, wirkt das Igni-Zeichen. Ich will jetzt aber noch nicht meditieren, oder doch? Wem sagst du das? Vizima's gates are closed. Das habe ich schon mitbekommen. Die Hütte wirkt irgendwie komplett flach, oder? Da muss man ja geduckt rein. Ist das überhaupt eine Hütte? Keine Ahnung. Noch eine Feuerstelle und ein Fass. Ich hoffe, das sieht jetzt keiner. Brot. Vizimas Gold. Ich schaue mich zuerst etwas um und dann können wir meditieren. Hallo Reisender. Simple folk know a good deal, especially the elders. Some share their stories for small tokens. Auch ich habe einiges zu erzählen. Da draußen ist ein tollwütiger Hund. Aber ich glaube, hier herinnen sind wir sicher. The beast has struck again. No. The phantoms that serve her. Damn those bloodhounds. They're called barguests. I hope I never encounter one. As do I. Kräuterkundler aus Vizima, hallo. Greetings. Greetings. What a despicable place. I'm trapped here with my goods while my wife and children wait in the city. Why's that? Vizima's gates are closed due to the plague. The gods be my witness, nothing ruins trade like an epidemic. I guess we just have to wait. Most of the diseased have died off, but the beast and bandits now spread their own terror. All we're missing are tax collectors. Can I ask you something? Yes? Was hat es mit dieser Pest auf sich? What's with this plague? What of it? 'Tis some variety of the bubonic. To be safe, I avoid any who appear even slightly ill. Aren't you afraid? I'm immune to infectious diseases. My grandfather claimed the same, insisting all the while that his bubonic ulcers were merely boils. May the ground lie lightly upon him. Yes? Erzählt mir von der Bestie. Tell me about the beast. I overheard it described as a phantom, appearing from nowhere, murdering those with a heavy conscience. Interesting. Royal officials would make a true feast for the beast, and other ghosts serve it, apparently in the form of untiring bloodhounds. I'll have to ask the locals. Yes? Gibt es Banditen im Umland? Any bandits in the outskirts? Indeed. They call themselves the militia and extort bribes. Also, some sect from Vizima may have arrived here. Do these men wear the salamander sign? Never met them. But if they are a sect, the Reverend ought to know something. I'll ask him. Yes? Wir könnten handeln, aber nee. Lebt Farewell. wohl. Okay. No need to rush. Da haben sich schon ein paar gemütlich gemacht. Auch wir werden das jetzt tun. Okay, wir haben 6 Punkte zu verteilen. Ich sollte vielleicht doch auch ein bisschen auf die Schwerter einzeln gehen. Und zwar auf stark oder schnell. Haben wir überhaupt schon ein Silberschwert? Ich glaube nicht. Oder ist es doch eins? Keine Ahnung. Ich gehe mal aufs schnelle Silberschwert. Schnelles Silber, Stufe 2. Nehme ich. Dann das starke auch gleich, klar. Wir könnten mit Art auch lähmen. Oder wir gehen gleich mal auf die Stufe 2. Oder wir machen beides, das ist natürlich auch möglich. Oder Niederschlag. Hey, wir haben so viele Möglichkeiten. 4 Punkte noch. Ich nehme mal die 2 Sachen und Gewandtheit Stufe 2.
Pfeile ablenken. Geralt erhält die Fähigkeit, Pfeile abzulenken. Klar, immer cool. Sollen wir auch schauen wegen Tränke? Moment. Können wir denn einen brauen? Ich glaube nicht. Uns fehlen ja die meisten Zutaten hier. Alles klar, das heißt, wir meditieren und zwar... Wollen wir bis zum Morgengrauen meditieren? Das wären 8 Stunden. Nee, das ist zu lang. 5 Stunden reichen. Okay, Geralt. Da vorne ist eine Anschlagtafel und Fässer. Was haben wir da drin? Feuerstein und Ohrens. Das ist die hiesige Währung. Sonst hier draußen nichts wirklich Interessantes. Ein Zwergenschmied. Was hat er uns zu berichten? Geiler Bart. Greetings. Greetings. Yes, I'm a dwarf. No, I don't support the Scoia'tael. Yes, I've paid both taxes and bribes many times. Today, in fact. Calm down, I just wanted to talk. I'll be calm in my grave. Optimistically, that won't be long now. I'll try not to miss the funeral. Make sure and show up for the execution, too. They once herded me off to see a non-human get hanged. Let me tell you, laughed my head off. I gather they don't like non-humans around here. Neither here nor anywhere in the Northern Kingdoms. An official in Vizima recently won an innovation award. Invented a gallows especially designed for dwarves. What's so innovative about that? Nothing, but think of the savings. When you're producing them in the hundreds, all that extra wood can be used to make other goods. Toy swords, for instance. Can I ask you something? Yes? Der Typ ist lustig. Wer sind die Scoia'tael oder Scoia'tael? Who are the Scoia'tael? Terrorists or firebrands, you'd call them. They're fighting for the rights of non-humans. Scoia'tael is Elven for squirrels, called that due to the squirrel tails that dangle from their caps. Treibt ihr Handel mit ihnen? Do you trade with them? Fuck off! You won't provoke me. War nicht meine Absicht. War nicht meine Absicht. Shove off, troublemaker. Mann, das wollte ich nicht. Vielleicht später nochmal. Dich kenne ich schon. Dann schauen wir uns mal hier um. A notice board. Maybe I can find some witcher's work. Links klickt auf Anschlagtafel und zieht verfügbare Anzeigen in euer Inventar. Rechts klickt auf das Anzeigensymbol und schaltet neue Quests frei. Tipp: Sucht nach weiteren Anschlagtafeln, um zusätzliche Quests zu bestreiten. Okay, ich ziehe mal alles rein. Umso mehr Aufgaben, desto besser. Jetzt komm schon. So. Und ein Haftbefehl. Ich hätte ja auf alles transferieren klicken können, aber hey, ich wollte es spannend machen. Dann schauen wir mal. Der Ertrunkenenvertrag. Die Kirche des ewigen Feuers sucht jemanden, der sich der Ertrunkenen am Flussufer annimmt. Bedingungen für die Bezahlung ist der Beweis, dass 3 der Bestien getötet wurden. Bringt ihre Gehirne. Fragt nach dem Geistlichen. Um diesen Auftrag zu erfüllen, ist der Ertrunkeneneintrag im Bestiarium erforderlich. Okay. Wie schließe ich das? So. Dann haben wir hier der Ghoul-Vertrag. Ich brauche das Blut von mindestens 5 Ghoulen und bezahle reichlich. Kalkstein der Alchemist. Und dann haben wir hier noch der Bargästvertrag. Tapferer Mann dringend gesucht. Wer mir 10 Bargästenschädel bringt, erhält 100 Ohren. Abigail, die Kräuterkundlerin. Und ein Haftbefehl. Für den Professor. Hiermit geben wir bekannt, dass der Mann, der sich Professor nennt, zahlreicher Verbrechen gegen die Krone schuldig ist, darunter folgende und viele weitere: Missetaten, Mord, Tätlichkeiten, Widerstand gegen Stadtwache und Offiziere sowie andere Vergehen gegen des Königs Untertanen. Wer ihm Unterschlupf gewährt, macht sich der Beihilfe an seinen Verbrechen schuldig. Daher ist es die Pflicht eines jeden Untertanen der Krone, zur Verhaftung dieses Mannes beizutragen.
Hiermit setzen wir eine Belohnung von 1000 Orens für denjenigen aus, der diesen Mann der Justiz übergibt. Tot oder lebendig. Im Namen seiner Majestät König Foltest, Vincent Mace, Hauptmann der Stadtwache. Okay, das heißt, der Professor ist tatsächlich überall bekannt. Das hat ja auch Triss erwähnt. Ja, ich weiß. Wir betreten mal die Taverne. Meditieren in Gasthäusern. Sprecht mit dem Gastwirt und linksklickt auf Meditieren. Tipp: In der Taverne könnt ihr auch Gegenstände einlagern. Sprecht mit dem Gastwirt und klickt Lagern. Ihr könnt eure eingelagerten Gegenstände jederzeit wieder aus dem Gasthaus und jeder Taverne holen. Okay, was war das? Ach, die prügeln sich da, okay. Hallo Olaf. What do you want? Give me a beer. Your kind's not welcome here. I said I wanted a beer. We have no more. Very well. I'll see what I have. Good man. Everyone drink up. We're closing. Innkeeper, do that again and I'll get angry. Wouldn't want that, would you? No. All right. I'll just tend to my business and be on my way. What can I do for you? Du siehst aus wie Shrek, finde ich. Ich glaube, dass ich ein Hexer bin, weiß er bereits. I'm a witcher. Ah, by the eternal fire. Have any work for me? No. Ask the Reverend. Okay, I'll speak with him. What can I do for you? Warum so düstere Stimmung, Shrek? Why the gloom? I don't talk to strangers. Do you for 5 orens? For that, I'd talk to a bar guest all day. Ich bezahle euch. The plague was devastating. People died in droves. The wailing lingered for 3 moons. If not for the Reverend, we'd all have perished. No wonder we're wary of strangers. You don't know what it's like when the plague takes your family. The Reverend prayed all day to the eternal fire, taking no sustenance. His penance freed us from sin and strengthened our faith. We began by cleansing our homes of sin and filth. We gathered it up, and by the next day, all our foulness was buried or gone. The Reverend then spoke to all who remained. You have done well cleansing your households of sin. I know it was difficult, I know they be kin, but the eternal fire sent pestilence on them as punishment for their sins. You are pure, you shall live. And we believed him, then went outside. The frost was biting, but we did our penance, crawling round the village, praying at the 5 chapels. The next day the village was quiet, as if all were asleep. Fewer have fallen sick since. An edifying tale. Thanks. Mann, bin ich froh, dass ich ihm nicht mehr bezahlt habe, so viel wie der gerade gequatscht hat. Okay, Leute, wir sind jetzt in der Taverne. Da vorne ist, glaube ich, Alwyn, wenn ich mich nicht irre. Und hier geht es dann in der nächsten Folge weiter. Mein Name ist Tako. Danke fürs Zusehen. Macht's gut.